Hallo und herzlich willkommen zu Musalinguas Serie mit Tipps zur deutschen Grammatik. Ich bin Laura, Ihre Deutschlehrerin. Ich zeige Ihnen, wie Sie die deutsche Grammatik ganz einfach lernen können. Heute sprechen wir über das Präsens. Das Präsens ist ein guter Start, wenn Sie mit dem Deutschlernen beginnen. Es ist einfach zu lernen und es ist alles, was Sie brauchen, um Ihre ersten deutschen Sätze zu bilden. Die erste gute Nachricht: Die Wörterbuchform von allen deutschen Verben endet in en oder n. Lernen, haben, finden, kommen, gehen, lächeln, feiern. Es gibt also keine Verbgruppen wie zum Beispiel in romanischen Sprachen. Das macht vieles einfacher. Noch mehr gute Nachrichten. Im Deutschen gibt es nur eine Zeitform, um über eine Handlung in der Gegenwart zu sprechen. Sie müssen also keine Regeln lernen, wann Sie welche Präsensform nutzen. In vielen anderen Sprachen haben Sie eine Gerund-Form, wenn Sie über eine Handlung sprechen, die im Moment passiert. Nicht so im Deutschen. Also, starten wir mit den Details. Wie bildet man das Präsens im Deutschen? Sie streichen einfach die Endung en der Wörterbuchform, also dem Infinitiv, und hängen die Präsensendung an. Ich nehme das Verb lernen als Beispiel. Ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Am Anfang sollten Sie besonders folgende Formen lernen. Die Ich-Form I learn German ist ich lerne Deutsch. In diesem Satz sehen Sie die Ich-Form des Verbs lernen. Es ist ich lerne. Die Du-Form you learn German ist du lernst Deutsch. Wir streichen die Endung en, bekommen lern und hängen die Endung st an. Du lernst. Diese Form ist perfekt für einen Freund oder eine junge Person. Sprechen Sie aber mit einer älteren Person, die Sie nicht kennen, dann ist eine andere Form besser. Die Sie-Form. Sie lernen Deutsch anstatt du lernst Deutsch, macht den Satz höflicher. Sehen wir ein anderes, sehr typisches Verb. Gehen gleich to go. I go ist ich gehe. In der gesprochenen Sprache hören Sie vielleicht auch die kurze Form ich gehe. You go ist du gehst in einem informellen Kontext und Sie gehen in einem formellen Kontext. Also, ich gehe ins Kino, du gehst ins Kino, Sie gehen ins Kino. Einfach, oder? Mit diesem Muster können Sie fast alle Verben korrekt konjugieren. Sie sehen also, es ist überhaupt nicht kompliziert, mit der Wörterbuchform das Präsens zu bilden. Vielleicht haben Sie auch gesehen, dass wir die Endung en für 3 Personalpronomen haben. Wir, Sie sprechen über 2 oder mehr Personen, inklusive Sie selbst. Das kleine Sie, das ist wie das englische they. Sie sprechen über eine Gruppe von Personen. Und das große Sie, das ist das korrekte Pronomen, wenn Sie eine Person oder eine Gruppe formell ansprechen. Sie müssen also normalerweise nur 4 Formen lernen. Das bedeutet noch weniger Arbeit für Sie. Klar, es gibt ein paar unregelmäßige Verben. Unser Tipp: Beginnen Sie mit den 2 wichtigsten, sein und haben. Wir benutzen beide jeden Tag. Sie werden auch für die Verbformen in der Vergangenheit später sehr wichtig sein. So konjugieren wir das Verb sein. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Und das Verb haben. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Die anderen unregelmäßigen Verben sind normalerweise nur in der Singularform, also ich,
du, er, sie, es anders. Sie haben fast immer die normalen Endungen und oft einfach nur einen anderen Vokal im Verbstamm. Wenn Sie mehr wissen möchten, schauen Sie sich unsere Lektion zu den unregelmäßigen Verben an. Hier geben wir Ihnen viele Tipps, wie man sie am besten lernen kann. Last but not least, wenn Sie das Präsens gelernt haben, können Sie es in vielen Situationen nutzen. Wir sprechen damit nicht nur über Gewohnheiten, generelle Informationen und Handlungen, die im Moment passieren, sondern auch über die Zukunft. Sie sagen also, ich gehe ins Kino, ich gehe morgen ins Kino. Sie müssen nicht viel mehr Grammatik lernen, um kurze und einfache Sätze zu nutzen, um einfach zu sprechen. Auch wenn Sie am Anfang kleine Fehler machen, kann man sie verstehen. Und das ist am Anfang die Priorität. Danke, dass Sie unser Video mit Grammatiktipps zum Präsens gesehen haben. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.